Hallo und herzlich willkommen hier aus unserer Akademie. Und ja, aus unserer Akademie, da besprechen wir natürlich am allerbesten, wie gute Beleuchtung, wie smarte Beleuchtung eigentlich im Bildungsbereich, in Schulen etc. aussehen sollte. Und zu dem Anlass habe ich mir natürlich unsere Expertin, die Alexa Böhm, geladen. Alexa, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Christian. Alexa, über was reden wir denn eigentlich heute? Heute möchten wir über das Thema Bildung sprechen, wie du schon gesagt hast, und wie wir als Trilux unseren Kunden dabei optimal unterstützen können. Smarte Beleuchtung habe ich eben mal so als Begriff erwähnt. Gibt es das auch im Bildungsbereich? Auf jeden Fall. Der Grundpfeiler bei der Bildungsbeleuchtung ist sicherlich die kosten- und energieeffiziente Beleuchtung, also eine schnelle Amortisationszeit der Beleuchtungsanlage. Aber du sagst, smarte Beleuchtung, wir haben da unterschiedliche Aspekte. Auf der einen Seite Thema Lichtqualität, aber auf der anderen Seite natürlich auch digitale Features wie beispielsweise Lichtsteuerung oder auch Sensorik. Lichtqualität, auf was sollte man da achten, dass auch, ja, ich sag mal, die Schüler gefördert und gefordert vielleicht sogar werden? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, gerade in dem Bereich Klassenraum, wo der Fokus ja auch weiterhin auf der Lehrkraft liegen sollte. Und durch eine Beleuchtung mit hoher Lichtqualität, beispielsweise durch Active-Ausführung, können hier Ermüdungserscheinungen reduziert werden und der Fokus liegt wirklich vorne auf der Tafel, da wo er hingehört. Was heißt jetzt Active genau? Active sind bei uns die HCL-Ausführungen, das heißt die Leuchten, die mit einer variablen Lichtfarbe ausgestattet sind, sodass hier der Biorhythmus des Menschen unterstützt werden kann. Das hört sich spannend an und wird wahrscheinlich vielleicht auch helfen, dass die eine oder andere Klassenarbeit dann besser ausfällt. Auf jeden Fall. Lichtmanagement hast du eben angesprochen, hilft wahrscheinlich auch beim Thema Energieeffizienz. Ganz genau. Durch das Lichtmanagementsystem kann die Beleuchtung an die Verhältnisse von draußen angepasst werden. Das heißt, das Kunstlicht kann im Bedarfsfall reduziert werden, sodass wir hier nochmal einen wirklich positiven Effekt bei der Energieeinsparung haben. Und gerade was das Thema Sensoren angeht, wir kennen euch ja immer, ihr lasst euch mal was Tolles einfallen. Da habt ihr euch wirklich was richtig Cooles einfallen lassen. Ja, ganz neu bieten wir unseren Kunden einen integrierten CO2-Sensor in unseren Leuchten ein, unseren Tageslicht- und Präsenzsensor. Das ist ja nichts Neues, den haben wir ja schon seit einiger Zeit. Aber der CO2-Sensor ist hier wirklich ganz neu, gerade aus aktuellem Anlass. Und hier wird der Fokus dann nochmal auf die Luftqualität gelegt, ich sage mal beleuchtungsfremde Komponenten, sodass ja, in den Klassenräumen auch immer eine gute Luftqualität herrscht. Also effizient, super Lichtqualität und noch die Luft gut. Also ich glaube, das kann ja nur nach vorne gehen mit den Noten. Jetzt ist auch so, das Ganze bedeutet natürlich auch immer ein Stück weit eine Investition. Gibt es da auch eine Idee, eine Anregung, auch dass man jetzt vielleicht ja, jetzt reagieren sollte? Ja, ganz richtig. Es wurden die BMU-Fördermaßnahmen verlängert. Das sind ja die Fördermaßnahmen des Bundesministeriums für Umwelt. Und Trilux unterstützt hier nicht nur durch Leuchten oder Lichtmanagementsysteme, sondern auch bei der Antragstellung und bei der Lichtplanung. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Jetzt ist natürlich dann die Antragstellung das eine, also ich kriege Geld. Das andere ist natürlich ja, die Planung, was brauche ich im Detail, gerade mit diesen verschiedenen Aspekten, die du erwähnt hast. Wie kann Trilux da die Schulen, ja, die Bildungszentren unterstützen, da das beste Licht mit der besten Qualität auch zu bekommen? Ja, Trilux ist Ansprechpartner Nummer 1, wenn es um das Thema Beratung, Planung, Umsetzung und hinterher natürlich auch den Service danach geht. Also wir sind wirklich der Universalanbieter für alle Aspekte, die wir in diesem Projekt benötigen. Wo kann ich jetzt mal Dinge nachlesen? Wie komme ich da mit Trilux in Kontakt? Was rätst du? Also als erstes immer unsere Außendienstler anrufen, anschreiben, die sind immer rund um die Uhr erreichbar. Und falls man da vielleicht doch mal jemanden nicht erreicht, dann ist unsere Internetseite natürlich immer mit Rat und Tat 24 Stunden aufrufbar, wo dann auch alle wichtigen und nützlichen Informationen zu finden sind. Alexa, vielen, vielen Dank für die Insights und wir sind schon ganz gespannt, was ihr euch in Zukunft wieder einfallen lasst. Und deswegen haben wir für Sie natürlich alles nochmal zum Nachlesen, auch zum Förderprogramm und zu den Details verlinkt und deswegen hoffe ich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.